Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüsekiosk. Ich bin die Jen und nicht nur ich liebe Tomaten, mein Gärtner, also mein Mann auch. Wir haben zugegebenermaßen in unserem Garten unheimlich viele verschiedene Pflanzen, Gemüse und auch Obst stehen. Aber die Tomaten, die lieben wir ganz besonders. Ich muss sogar sagen, von Jahr zu Jahr scheint es mehr zu werden. Bei uns hier im Garten haben wir zum einen die Buschtomaten, aber auch Freilandtomaten und natürlich auch den Klassiker hier, die Stabtomaten, die wir eintriebig hochziehen. Mittlerweile über die Jahre haben sich viele Erfahrungen gesammelt und in diesem Video möchten wir es einfach mal bündeln. Das Thema ist die Pflege der Tomate die Saison über. Worauf gehen wir ein? Was sind so individuelle Eigenschaften auch von der Tomate? Was sind so Klassiker? Worauf achten wir bei der Pflege? Wann machen wir was? Und genau das haben wir zusammengefasst in diesem Video. Viel Spaß damit! Beginnen wir direkt mit dem Klassiker-Thema. Ihr seht hier eine Stabtomate und ihr seht auch schon in den Achseln, dass hier Triebe nachwachsen. Und es gibt Leute, die sagen, ausgeizen, das mache ich überhaupt nicht, das ist auch in Ordnung. Wir für uns haben uns entschieden, dass wir die Stabtomaten immer ausgeizen. Wir haben einen guten Ertrag dabei und das funktioniert. Das Ausgeizen machen wir immer morgens früh. Und wenn sie so klein sind wie hier, dann reicht es einfach, sie mit den Fingern auszubrechen. Warum machen wir das morgens früh? Da hat die Pflanze noch eine gute Möglichkeit, den Tag über ihre Wunden zu schließen. Wenn wir dann Geiztriebe übersehen haben, die schon so groß sind, kann das Ausbrechen schwer werden. Auch wenn sie morgens recht knackig sind. Ab der Größe nehme ich ganz gerne eine Schere und schneide sie einfach vorsichtig raus. Hier haben wir jetzt den Fall, dass es kein klassischer Ausgeiztrieb ist, sondern es sieht eher aus, als würde sich die Tomate teilen, also in zwei recht gleich starke Triebe. Wenn wir das haben, dann müssen wir einfach bedenken, wie viel Platz haben wir. Also wenn ich jetzt hier einen Kübel hätte und genug Platz drumherum, könnte ich die durchaus zweitriebig weiterziehen, das wäre machbar. Nur wir hier haben die jetzt hier alle eintriebig stehen und vom Platzbedarf auch so gerechnet. Deswegen werde ich einen Trieb entfernen. Ich gucke mir beide an und sehe, dass der hier für mich schöner aussieht. Da sind Blütenansätze drin, der sieht auch kräftiger aus. Das heißt, den rechten hier werde ich behalten, den linken werde ich rausschneiden und dann führe ich sie einfach weiter. Und dann gibt es noch den Fall in Sachen Ausgeizen, wo unten an der Wurzel so Triebe rauskommen. Die nehmen wir auch raus. Die ziehen wir einfach raus, brechen die raus, und lassen sie weiter wachsen. Hier haben wir ein weiteres Phänomen. Das hier ist eine Fleischtomate, auch erkennbar an den recht großen Blüten. Und die hier, die wächst jetzt hier oben nicht mehr weiter. Die hat ganz viele Blüten gebildet, aber ein Trieb, der die ganze Pflanze weiter wachsen lässt, der ist nicht da. Was haben wir gemacht? Wir haben ganz bewusst einen Trieb nicht ausgegeizt. Eine Etage tiefer, schaut mal hier, ist einer, der ist recht stark. Den lassen wir weiter wachsen und der wird sozusagen der Ersatztrieb und von hier aus kann die Pflanze dann weiter wachsen. Wenn wir von Tomatenpflege sprechen, dürfen wir natürlich das Thema Bestäubung nicht vergessen. Pflanzen wir die Tomaten draußen im Freiland, weil die Sorte passt, oder wir setzen sie in Kübeln draußen, geschützt an die Hauswand, haben wir da weniger Probleme mit. Es zieht ein Wind durch, die Tomate ist ein Selbstbestäuber, befruchtet sich, bildet Früchte aus oder auch die Hummel ist draußen unterwegs und spätestens die sorgt dafür, dass Früchte gebildet werden. Aber im Gewächshaus, in großen Gewächshäusern werden tatsächlich sogar auch Hummeln eingesetzt. Und wenn ich jetzt hier in unserem Gewächshaus sitze und meine Pflanzen anschaue, sehe ich jede Menge Blüten. Ich sehe aber, muss ich zugeben, auch schon ein paar Stellen, wo sich keine Früchte gebildet haben, wo die Blüten nicht mehr so gut aussehen, abgestorben sind. Was mache ich also? Ich gehe einmal am Tag durchs Gewächshaus und gucke einfach, dass ich sie in Bewegung bringe. Also ich simuliere Wind, indem ich die Pflanze ein bisschen schüttel, ins Vibrieren bekomme und das regelmäßig mache. Und auf diese Art und Weise helfe ich ihr zur Bestäubung, damit sie dann auch schöne Früchte ausbilden kann. Letztens haben die kleine Gärtnerin und ich was ausprobiert. Die Marie von Wurzelwerk hat ja in einem Video mal erzählt, dass sie mit der elektrischen Zahnbürste ihre Tomaten dabei unterstützt, die Bestäubung umzusetzen. Wir haben es mal ausprobiert und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die Zahnbürste ohne Aufsatz vibriert und das ganz Wunderbare war, wir konnten sehen, wie der Blütenstaub so richtig rausgeschüttelt wird und das könnt ihr euch jetzt auch mal angucken. Es macht einfach Spaß und es funktioniert echt gut. Natürlich reicht das Schütteln und in Vibrationen bringen der Tomaten auch aus, aber wenn ihr mal experimentierfreudig seid oder mit den Kindern was Lustiges machen möchtet, dann probiert es unbedingt mal aus.
Wenn euch dieses Video gefällt und ihr Lust habt, regelmäßig informiert zu werden, wann bei uns neue Videos online gehen über den Garten, über Gemüseanbau, über Tomaten, über all diese Dinge, dann lasst uns gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Beim Thema Tomaten und Gießen ist nicht nur wichtig, wann wir sie gießen, sondern auch womit. Ihr seht schon, ich habe hier eine Gießkanne, die steht für abgestandenes, der Umgebungstemperatur angepasstes Wasser, was die Tomate mag, und dem Gartenschlauch, der meistens ja an den Brunnen angeschlossen ist und wo eiskaltes Wasser rauskommt. Das mag die Tomate nicht. Wenn ihr eure Tomaten mit eiskaltem Brunnenwasser gießt und meint, ihr gebt denen vielleicht eine Abkühlung, dem ist nicht so. Die mögen es überhaupt nicht. Wenn wir eiskaltes Wasser zur Tomatenpflanze gießen, dann schwächen wir sie. Dieses kalte Wasser im Boden, das kühlt sie ab. Damit kann sie Nährstoffe nicht so gut umsetzen und sie kann eher krank werden. Also auf gar keinen Fall eiskaltes Wasser zu den Tomaten. Das ist ein absolutes No-Go. Damit könnt ihr eure Tomatenpflanzen kaputt machen. Wie gieße ich also richtig? Wir verwenden Wasser, was die Umgebungstemperatur angenommen hat, zum Beispiel aus der Regentonne oder Gießkannen, die einfach gestanden haben, die sich erwärmt haben. Das ist das richtige Wasser, was ich meinen Tomaten geben kann. Die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, wann gießen wir und wie gießen wir? Unsere Tomatenpflanzen bekommen morgens Wasser, dann kann einfach den Tag über das Wasser gut verdunsten. Wenn wir nämlich abends gießen würden, dann würde der Mulch nachts über verdunsten und die Tomate hätte viel zu viel Feuchtigkeit. Bei der Frage, wie gießen wir machen das möglichst bodennah und achten darauf, dass wir keine Blätter mit Feuchtigkeit benetzen. Eine Frage, die uns öfters begegnet, ist, wie oft gießt ihr denn eure Tomaten? Da ist unser Grundsatz, weniger ist mehr. Wenn wir uns zum Beispiel die Freilandtomaten anschauen, die wurzeln ganz, ganz tief und können sich das Wasser aus den tiefsten Schichten nach oben holen. Und wenn die noch gemulcht sind, dann müssen wir da eigentlich relativ wenig gießen. Bei den Tomatenpflanzen im Kübeln sieht es dann schon anders aus. Natürlich gucken wir, dass wir eine Erde haben, die viel Wasser speichern kann. Dann gucken wir auch, dass gemulcht wird. Und dann gucken wir nach Bedarf. Das heißt einfach, Finger in die Erde stecken, ein bisschen tiefer und gucken, wie sieht's aus mit dem Feuchtigkeitsgehalt. Und wir schauen natürlich auch, wie sieht die Tomate aus. Wenn das alles Anzeichen sind, die sagen, wir brauchen Wasser, dann gießen wir natürlich. Wie gesagt, vornehmlich morgens. Wenn es jetzt ein heißer Tag war und wir haben eine Tomate im Kübel, vielleicht auf dem Balkon, und es war ein heißer Tag, dann gießen wir natürlich auch abends. Ausnahmen bestätigen die Regel. Draußen bei den Freilandtomaten, seht ihr ja, haben wir vorzugsweise die Spiralstäbe, die aus Metall. Die können wir tief in die Erde setzen, dann stehen sie auch recht stabil. In den Töpfen würden wir das nicht nehmen, dann nehmen wir lieber Fäden. Die können wir am Haus befestigen und dann können wir die Tomate eindrehen. Hier draußen im Freiland geht das natürlich mit den Spiralen, wo wir die Tomate vorsichtig drumherum führen. Ein kleiner Tipp dabei, morgens ist die Tomate eher knackig von ihrem Habitus von der Pflanze her und abends ist sie eher weicher. Also wenn wir die Tomaten führen wollen, dann machen wir das vorzugsweise abends, da ist es leichter und die Gefahr, dass irgendwas abknickt bei der Tomate, ist ziemlich gering. Was wir euch bei der Pflege der Tomaten auf jeden Fall empfehlen können, ist das Mulchen. Ihr seht hier ist gemulcht mit Stroh, mit einem trockenen Material. Mein Gärtner fährt da mit dem Rasenmäher drüber, dann ist es schön zerkleinert und lässt sich gut verteilen. Und ja, der Mulch hat zwei Funktionen. Das eine ist, dass die Feuchtigkeit in der Erde drin bleibt, wir also nicht so viel gießen müssen, es verdunstet nicht so viel, es kommt nicht so schnell Unkraut oder Beikraut hoch, das heißt, die Oberfläche ist bedeckt. Und was auch besonders gut ist, gerade für Tomaten und gerade im Freiland sehr wichtig ist, wenn Regen runterkommt oder wenn gegossen wird, es spritzt nicht hoch. Und das ist gerade bei den Tomaten super, super wichtig. Ein weiterer Tipp ist die Unterbepflanzung. Hier bei Tomaten in Kübeln verwenden wir zum Beispiel die Gewürztagetes, die wird schön buschig, die können wir auch nochmal zurückschneiden. Hier bei den Kübeln haben wir den Basilikum in Töpfchen davor gesetzt, können ihn auch regelmäßig beernten. Bei den Freilandtomaten haben wir ihn direkt bei der Tomate gepflanzt in horrenden Mengen. Basilikum und Tomate tun sich nicht nur auf dem Teller gut, sondern eben auch im Beet. Von daher absolut empfehlenswert, Basilikum oder Gewürztagetes zur Tomate zu pflanzen.
Und dann gibt es den Fall, meistens ab Hochsommer, dass ein paar Pflanzen vielleicht nicht ganz so kräftig sind oder die Blätter, vor allen Dingen im unteren Bereich, so ein bisschen blasser sind oder die Pflanze insgesamt ein bisschen blasser ist. Und das ein Anzeichen für uns ist, dass sie mehr Power braucht, dass wir nachdüngen müssen eben. Wir machen das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Entweder, und das ist unser bevorzugter Dünger, machen wir das mit der Brennnesseljauche, die wir selber ansetzen. Da kommen ganz viele Brennnesseln rein natürlich und auch Urgesteinsmehl für die extra Portion Mineraldünger und auch zur Geruchshemmung. Und hier alternativ haben wir noch einen Dünger, einen flüssigen Dünger, einen Mikrodünger mit effektiven Mikroorganismen oder alternativ noch ein pflanzlicher Dünger. Warum so ein Flüssigdünger? Ganz einfach, die sind sehr, sehr schnell verfügbar, schnell wirksam, im Gegensatz zu so einem Langzeitdünger, der erstmal eine Zeit lang bräuchte, um sich zu zersetzen. Dafür haben wir ganz am Anfang den Boden vorbereitet und das ist nur die Option, nochmal nachzuarbeiten, falls es denn eben nötig ist. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen bei den Tomaten, wir gießen und düngen nur so viel, wie es wirklich jetzt unbedingt nötig ist. Denn eine Überdüngung wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Das sehen wir dann auch bei der Pflanze, wenn sie unheimlich viel Laub, sehr, sehr viel dunkelgrünes Laub hat, das ist dann auch schon zu viel. Wenn wir im unteren Bereich sehen, der Pflanze, das sieht nicht so gut aus, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass die Pflanze gedüngt werden muss. Wenn die ansonsten kräftig ist, das obere Laub gesund und vital aussieht, dann machen wir einfach die unteren Blätter ab und dann wird nicht extra weiter gedüngt. Wir merken uns also bei der Tomatenpflege, beim Gießen und Düngen so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Was wir auch machen ist, wenn die Tomate etwas größer ist, dass wir die unteren Triebe, das untere Laub entfernen. Einfach um die Brücke vom Boden bis zum oberen Bereich der Tomate zu unterbrechen. Denn da können Fäulnisbakterien hochkrabbeln oder auch Wasser hochspritzen und das mag die Tomate alles nicht. Deswegen steht sie so, unten einfach ein bisschen freigeschnitten, sicherer und gesünder. Und wenn wir schon beim Beschneiden sind, ist es, glaube ich, auch ganz gut, das Thema anzusprechen, wann entfernen wir Blätter oder eben nicht. Viele sagen ja, regelmäßig soll man die Tomate auslichten und Blätter entfernen. Wir sehen das ein bisschen individueller. Also eine Tomate in der Größe, jetzt gerade auch im Freiland, da würden wir keine Blätter entfernen. Wir haben eher die Erfahrung gemacht, wenn die später größer ist und zu wenig Blätter hat, dann kann es schon mal ein paar Sonnenschäden geben, auch an den Früchten selber. Im Spätsommer hingegen schauen wir doch eher, dass wir Blätter entfernen. Denn es ist gerade bei den Freilandtomaten sehr wichtig, dass die Tomate gut abtrocknen können, also dass sich nicht so viel Feuchtigkeit auch in der Blattmasse sammelt. Wenn die also viel, viel größer ist und viele, viele Blätter hat, dann nehmen wir auch schon mal Blätter raus, eben damit sie gut abtrocknen kann. Wenn wir Blätter bei den Tomaten entdecken, die nicht so gesund aussehen, die vielleicht Krankheitsanzeichen haben oder Schädlinge dabei, dann sehen wir zu, dass wir die Blätter rausnehmen, alleine schon zur Vorbeugung, damit sich da nichts weiter verbreiten kann. Und was sagt ihr? Ist das viel, wo wir bei den Tomaten in der Pflege drauf achten müssen? Ich hoffe, es erscheint euch jetzt nicht so viel. Wenn ihr es ganz unkompliziert haben möchtet und dennoch Tomaten im Garten, ist es auch kein Problem. Es gibt die Buschtomaten, die Wildtomaten, die werden gepflanzt und dürfen einfach wachsen. Bei uns gucken wir, dass wir so runterranken lassen, dann werden die einfach beerntet und das ist kein großer Pflegeaufwand, eigentlich gar keiner. Auch Tomaten im Freiland eignen sich, wenn man gar kein Gewächshaus oder keine geschützten Flächen hat. Was soll ich sagen? Es gibt eigentlich für jede Begebenheit Möglichkeiten, Tomaten anzubauen. Und das Schöne ist, uns geht es zumindest so, Tomatenanbau ist ein Fieber. Jedes Jahr werden neue Erfahrungen gesammelt. Es gibt immer wieder mal neue Sorten oder man möchte was ausprobieren. Tomatenanbau wird nie langweilig. Ich würde mir wünschen, wenn ihr richtig Lust habt, euren Tomatenanbau weiter zu treiben und vielleicht das eine oder andere auszuprobieren. Wenn ihr noch einen Tipp habt, wo ihr sagt, oh, den wissen die vom Garten-Gemüsekiosk noch nicht, schreibt den gerne in die Kommentare unter dieses Video, das würde uns sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da, das freut uns auch. Zum Weiterschauen haben wir auch was verlinkt. Wenn ihr vielleicht sehen möchtet, wie sich die Tomaten bei uns das Jahr über so verhalten und wachsen und wie die Ernte ist. Hier oben ist unsere Playlist verlinkt mit unseren Gartenrundgängen. Vielleicht auch, wenn ihr neu dabei seid, eine Einladung bei uns mal in den Garten zu schauen. Und hier unten haben wir unsere Playlist der Tomaten verlinkt. Da sind alle Tomatenvideos von uns versammelt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Tomaten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!